Also das läuft einmal gar nicht wie geplant. Schnell raus da. So richtig nordische Verhältnisse haben wir jetzt schon. Wie voll Dänemark davon ist. Also es gibt wirklich Tausende. Also man muss richtig gut Kalorien nachführen, dass der Motor am Laufen bleibt. Und in Dänemark muss man sagen, da ist der Traum schon fast Realität. Eigentlich wollten wir nie nach Dänemark. Nichts an dem Land hatte uns gereizt und wir wollten es mit der Fähre überspringen, um mehr Zeit in Norwegen zu haben. Doch wie ihr bereits aus der zweiten Episode wisst, hat das mit der Fähre dann gar nicht so richtig klappen wollen. Jetzt bleibt uns also nichts anderes übrig, als in möglichst kurzer Zeit, genauer gesagt in 5 Tagen, das Land einmal zu durchqueren. Wir haben wirklich noch keine Ahnung, dass wir beinahe das Paradies für Radreisende einfach unbeachtet links liegen gelassen hätten. Also das läuft einmal gar nicht wie geplant. Es ist der erste Tag von unserer 5-Tages-Challenge und normalerweise bei solchen Sachen sollte man mal früh aufstehen, damit sich das ausgeht. Wir sind heute spät aufgestanden, da war es schon 9 und dann haben wir mitgekriegt, dass wir da in einem richtigen argen Zeckenwald übernachtet haben. 1 Million Zecken und ich glaube, ich übertreibe nicht. Schnell raus da. Da habe ich schon die 4. Zecken. Das macht keinen Spaß. Das war jetzt die 7. Zecken, die ich von mir runterhole. Also bissen haben 3, 7 habe ich jetzt allein da Runden. Am Zeltplatz selber habe ich mir, keine Ahnung, 20, 30 schon runter. Boah. Ich bin ja generell ziemlich Zeckenphobie und jetzt, wenn dann sowas ist, da kriege ich die Krise. Vor allem diese kleinen Scheißdinger, die siehst du einfach nicht. Okay, zugegeben, dieses Zeckenerlebnis hat nichts mit einem Radreiseparadies zu tun. Aber dass wir das mit dem Paradies wirklich ernst meinen, werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. Auf perfekten Radwegen geht es immer Richtung Norden. Es ist schon recht spät, denn wir haben viel zu viel Zeit damit verbracht, die Zecken loszuwerden. Zum Glück ist der Ochsenradweg richtig gut ausgebaut. Auf solchen Wegen, weit weg vom Straßenverkehr, kann man beim Radfahren abschalten und über Gott und die Welt nachdenken. Fast wie in Trance. Doch in diesem Zustand hilft selbst die beste Beschilderung nichts mehr. Es war noch da ein guter Tag, weil man sie mindestens einmal verfahren hat. Neben den tollen Radwegen soll Dänemark ja noch andere Überraschungen für Radfahrer bereithalten. Denn auch wenn das skandinavische Modell des Jedermannsrecht hier nicht gilt, so bietet Dänemark für Wildcamper viele Möglichkeiten, eine kostenlose Nacht mitten in der Natur zu verbringen. Auch wir haben für diese Nacht ein ruhiges Plätzchen am Waldesrand gefunden und nehmen uns am Morgen die Zeit für einen genussvollen Start in den Tag. Heute ist Tag 2 in Dänemark. Wir haben gestern trotz unserer ganzen Eskapaden nur ordentlich aufgeholt und haben immerhin 80 Kilometer geschafft. Das heißt, wir sind noch immer im Plan. Alles gut, müssen wir heute wieder 80 Kilometer schaffen. Aber das schaffen wir locker, es ist jetzt richtig früh. Es ist erst 8:40 Uhr und dann schaffen wir es hoffentlich rechtzeitig zur Fähre nach Frederikshavn. Heute Abend wollen wir endlich das offizielle Shelter-Netzwerk testen. Dänemark hat für uns Radfahrer nämlich nicht nur gute Radwege zu bieten, sondern hat im ganzen Land kleine Holzhütten, sogenannte Shelter, aufgestellt, wo jeder kostenlos übernachten kann. Manche Shelter sind sogar mit Feuerholz, Toilette und Wasseranschluss ausgestattet. Die kleinen Holzhütten stehen nicht nur an einsamen Orten in der Natur, sondern manche befinden sich sogar mitten im Ort. Dieses Angebot ist für jeden frei zugänglich und ohne Reservierung nutzbar. Besonders bei Schlechtwetter eine riesengroße Hilfe. Richtig scheißig.
Wow, jetzt regnet es sich gerade so richtig ein. Cool ist, dass wir jetzt da so einen Shelterplatz gefunden haben. Es sind zwei so Hütten, da drüben ist nur so eine, mit zwei Feuerstellen. Dann ist ein fertig gehacktes Feuerholz ist da. Also es ist richtig cool, aber wie gesagt, das Wetter ist gerade echt ungemütlich und ja, jetzt sitzen wir da und warten, dass es hoffentlich bald besser wird. Aber unser straffer Zeitplan lässt kein Warten mehr zu. Wir müssen raus in den Regen und weiterfahren, wenn wir rechtzeitig in Frederikshafen ankommen wollen. Und so verläuft der restliche Tag. Die Sonne kommt kurz zum Vorschein, es folgt ein heftiger Regenguss und wir retten uns unter ein Dach. Und dann wieder von vorne. Das Wetter wechselt einfach so schnell. So richtig nordische Verhältnisse haben wir jetzt schon. Wir haben heute schon Regen dabei gehabt, wir haben jetzt gerade Sonnenschein, jetzt zieht es schon wieder zu, ein paar Wolken und so. Windig, mal kein Wind, also es ist wirklich alles dabei. Dieses Spiel spielen wir den ganzen Tag. Und schon scheint wieder die Sonne, es folgt leichter Regen, bis sich dieser Regen wieder in einen heftigen Schauer verwandelt. Wir flüchten unter ein Vordach und nutzen die Zeit, einen Platz für die Nacht zu suchen. So schaut übrigens die Shelter-App aus. Da klickt man drauf und das ist der Standort, wo wir sind. Und die orangen Punkte sind die jeweiligen Standorte von den einzelnen Shelter. Und ich kann jetzt rauszoomen und dann sieht man mal, wie voll Dänemark davon ist. Also es gibt wirklich Tausende wahrscheinlich. Und wir fahren heute zu dem in Ars. Da klickt man drauf und dann sieht man, das ist 11,2 Kilometer weg. Da gibt es sogar eine Wasserzapfstelle, eine Toilette. Shelter ist barrierefrei und in dem Fall gibt es sogar Fotos. Also das schaut noch richtig Luxus aus. Schauen wir uns das mal an. Naja, werden wir uns anschauen, ob das in der Realität auch so cool ist. Tag 2, kurz vorm Ende. Wir haben jetzt ca. 98 Kilometer. Es sind nur mehr ein paar wenige. Dann kommen wir zu einem Shelterplatz. Diesmal mit Shelter, also mit so einer Holzhütte und mit Wasser, mit einem Wasserhahn. Und wir sind schon viel gespannt. Freuen uns, dass wir da einen coolen Platz haben. Heute war ein richtig guter Tag. Ist richtig was weitergegangen. Ein paar Regenschauer. Aber im Großen und Ganzen sind wir echt zufrieden. Und es gibt schon wieder Planänderung. Und zwar, wir können die Fähre von Frederikshafen nach Oslo leider jetzt auch nicht nehmen, weil die Preise so in die Höhe geschossen sind. Das Ding ist, dass genau heute die norwegische Regierung verkündet hat, dass die Grenzen jetzt offen sind und dass jeder rein kann, dass Reisen wieder erlaubt ist. Jetzt bleibt uns nichts anderes mehr über, außer die Fähre von Hirtshals, ganz im Norden von Dänemark, nach Lavik zu nehmen. Das sind dann ungefähr nur 125 Kilometer bis Oslo. Genau. Ja. Eigentlich wollten wir alles mit der Fähre fahren und jetzt fahren wir alles mit dem Radl. Ist auch okay. Aber die Folge ist, dass wir es jetzt richtig eilig haben und Dänemark jetzt in 4 Tagen durchqueren müssen, anstatt in 5. Es ist Tag 3 in Dänemark und wir sind etwas im Verzug. Gestern sind wir todmüde in unser Zelt gefallen und haben die Kamera nicht mehr angerührt. Die vielen Kilometer jeden Tag hängen sich langsam an. Obwohl das Kilometerkurbeln eigentlich gar nicht unserem Stil entspricht und wir viel lieber ohne Zeitdruck unterwegs sind, finden wir gerade richtig Gefallen an diesem kleinen Rennen. Dänemarks geniale Radreiseinfrastruktur spart in der Tagesplanung so viel Zeit und wir können uns voll und ganz aufs Treten konzentrieren. Wir haben ein bisschen an Zeitdruck und müssen heute nur 90 Kilometer fahren, es ist aber schon Mittag und deswegen haben wir beschlossen, die Kamera, weil die recht viel Zeit frisst, die bleibt heute im Gepäck. Aber morgen geht's weiter und dann schauen wir, was morgen passiert. Und es ist der nächste Tag. Wir haben gestern noch einen richtig guten Tag gehabt, sind 112 Kilometer gefahren und haben jetzt wirklich eine gute Nacht in einem Shelter verbracht. Richtig cool. Und jetzt ist der letzte richtig große Tag in Dänemark. Wir sind gerade
so richtig ausgepowert, weil wir jetzt den 4. Tag in Folge über 100 Kilometer fahren. Und man merkt es an unserem Essverhalten, dass wir gerade so viel Gas geben und so viel Power brauchen und dementsprechend viel essen. Und deswegen zeigen wir euch heute, was man so einen ganzen Tag isst, wenn man gerade so richtig Vollgas im Radl unterwegs ist. Fangen wir an mit dem Frühstück. Und zum Frühstück gibt es immer Porridge, also Haferflocken mit Obst, Nüssen und was wir halt so in unseren Taschen finden. Ist mein absolutes Lieblingsessen am ganzen Tag. Da könnt ihr mir einlegen, so gut ist das. Es ist 10:30 und wir haben ungefähr 18 Kilometer. Snacken wir ein paar gesalzene Erdnüsse für den kleinen Hunger zwischendurch. Mittlerweile haben wir den Ochsenradweg verlassen und wir sind jetzt auf der alten Bahntrasse. Die führt uns jetzt weiter Richtung Norden und dann eben nach Hirtshals, weil unsere Pläne haben sich ja geändert. Wir fahren nicht mehr nach Frederikshafen, sondern nach Hirtshals, weil dort die Fähre nach Lavrik geht, also nach Larvik, so nach Norwegen. Und diese Bahntrasse da, wo wir gerade fahren, die ist einfach genial. Beim Radreisen, da beginnt man immer zu träumen von einer Welt, die fahrradfreundlicher ist. Und in Dänemark muss man sagen, da ist der Traum schon fast Realität. Es gibt echt überall Radwege. Alles super markiert und da wo es keinen gibt, sind überall Warnschilder für die Autos, Achtung Radfahrer. Ist schon richtig cool. Wir haben ja gestern am Abend viel zu viel gekocht. Das heißt, wir haben heute noch was vom gestrigen Abendessen. Jetzt ist 11:15 und jetzt gibt es den nächsten Snack. So gut. Es sind Nudeln mit Bohnen, mit Zucchini, Schwammerl, Tomatensauce, Oregano, Olivenöl. Das was wir vom Heiko in Deutschland geschenkt gekriegt haben. Danke nochmal dafür. Und ja, ist einfach köstlich und das dann bei der Aussicht da noch. Wir ernähren uns übrigens vegetarisch und ich auch weitgehend ohne zugesetzten Zucker. Um bei unserem aktuellen Bewegungspensum auf die nötigen Kalorien zu kommen, braucht es hochkalorische Alternativen, wie zum Beispiel pure Erdnussbutter. Für Reini darf zur Nachspeise auch gern mal Honig, Marmelade oder Schokolade sein. Wow. Das reicht wieder für 10 Kilometer dann. Und dann gibt's Mittagessen. Unsere Route führt uns durch die Hafenstadt Aalborg am Limfjord und selbst hier müssen wir nicht einmal den Radweg verlassen. Unser Ziel, der Hafen von Hirtshals, ist bereits zum Greifen nahe. Jetzt sind wir wieder unterwegs. Es ist gerade 16 Uhr circa, also kurz nach 4. Und war gerade die nächste Pause. Haben wir wieder noch Hunger gekriegt, haben wir das restliche Brot, was wir noch gehabt haben, jetzt gegessen. Ein Brie, einen ganzen, ein Paprika, ein ganzes Glas Oliven und als Nachspeis haben wir dann noch das restliche Erdnussmus, das was wir noch gehabt haben, aufgegessen. Also wie man sieht, man verbrennt echt so viel, wenn man jeden Tag so viele Kilometer fährt. Also man muss richtig gut Kalorien nachführen, dass der Motor am Laufen bleibt. Jetzt sind wir wieder am Radlweg. Der geht jetzt immer gerade bis nach Hirtshals. Das sind noch 50 Kilometer. Wir werden ungefähr 10 Kilometer vorher unser letztes Nachtlager in Dänemark aufschlagen, bevor es dann morgen weitergeht mit der Fähre nach Norwegen. Und endlich!
Am Ende des 4. Tages, nur wenige Kilometer von Hirtshals entfernt, finden wir einen Shelterplatz wie aus dem Bilderbuch. Mitten im Wald tut sich eine Lichtung auf, es stehen Tisch und Bänke bereit, es gibt eine Feuerstelle mit Feuerholz, fließend Wasser und eine Toilette. Dänemark scheint einfach zu wissen, wie man Radreisende verwöhnt. Wir kochen jetzt nur unser Abendessen, aber was wir noch vergessen haben zum Filmen, weil wir ja quasi den ganzen Tag sagen wollen, was wir gegessen haben. Wir haben nur ein paar Erdnüsse genascht und ich nur ein paar Rosinen. Also da haben wir uns noch ein bisschen Nachspeise gegönnt. Es ist übrigens schon 9 am Abend und es ist immer nur so hell. Und es wird vor 1 in der Nacht nicht finster, also es ist immer nur so leicht dämmerig. So hoch oben im Norden sind wir schon, weil ist das Nordkap nur über 2000 Kilometer entfernt. Aber jetzt gibt es erst einmal eine Dusche. Kommen wir mal zur letzten Mahlzeit des heutigen Tages. Unser richtig gutes Abendessen. Es gibt Pasta mit Zucchini, Champignons, Aubergine und Mozzarella. Mit viel Mozzarella, wie man das sieht. Und ganz wichtig auch Tomatenmark. Das macht es richtig gut. Viel Knoblauch, Olivenöl, Gewürze. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann rechnen wir mal alles zusammen, wie viele Kalorien wir heute verputzt haben. Es war jetzt der letzte Tag für uns in Dänemark. Aber was man sagen muss, Dänemark ist richtig cool zum Radreisen. Man muss sich auf ein paar Stechviecher, also auf Mücken, auf Zecken, auf kleine Beißfliegerl einstellen. Aber im Grunde ist es ein Traum zum Radreisen und man sollte sich auf alle Fälle mehr Zeit nehmen, als wie wir das gemacht haben. Regel Nummer 1, the slower the better. Ja, genau. Aber in unserem Fall, wir wollen Norwegen, wir wollen das Nordkap erreichen, wir wollen Norwegen sehen. Von dem her sind wir jetzt durchgefetzt. Und jetzt geht's nach Norwegen. Wenn ihr mehr Infos zur Planung von einer Radreise ans Nordkap sucht, dann schaut mal gern auf unserer Homepage vorbei. Wir haben übrigens auch einen Vortrag aufgenommen von unserer ersten Reise von Salzburg bis nach Malaysia. Und es würde uns freuen, wenn sich der ein oder die andere den vielleicht anschauen würde. Die Links dazu findet ihr unten in der Infobox.